Name ist Janine Schmitter und ich habe hier an der ETH die letzten 5 Jahre Erd- und Klimawissenschaften studiert. Für mich war es aber nicht von Anfang an klar, dass es dieser Weg wird sein. Ich habe zuerst eine Lehre gemacht als Schreinerin und habe nachher an der ETH Astronomie studieren. Ich habe dann aber gemerkt, dass es für mich zu theoretisch ist und habe umgeschaut, was es sonst noch gibt. Ich bin dann darauf gekommen, dass man hier die Möglichkeiten hat, an der ETH Erd- und Klimawissenschaften zu studieren und habe dann gesehen, dass es ebenfalls um Planeten geht. Im Studium habe ich schnell gemerkt, dass es um viel mehr geht, als um die Planeten und um diesen Stein. Ich habe Einblicke in verschiedene Bereiche der Geologie bekommen, zum Beispiel im Labor, wo ich das Klima der letzten 40'000 Jahre rekonstruieren konnte, mit Messgeräten, die es nur sehr wenige auf dieser Welt gibt. Oder im Feld, wo wir die Aufschlüsse direkt vor Ort anschauen können, erkennen, was für Mineralien es im Gestein hat und nachher erklären, wie das alles entstanden ist und eigentlich so etwas dazu beitragen, wie die ganze Region hier entstehen kann. Schaut mal, die schöne Aussicht an. Später im Studium kann man das erworbene Wissen an die jüngeren Studierenden weitergeben, indem man zum Beispiel Übungsstunden leitet. Für mich hat es immer sehr gut geholfen, mit meinen Kollegen zusammen Übungen zu lösen, weil zum einen haben die mir sagen, was ich vielleicht nicht verstanden habe, und zum anderen hat man so ein Erfolgserlebnis gehabt, wenn man selber mal etwas ihnen erklären konnte. Und für mich ist es sehr wichtig, das mit ihnen zusammen zu machen, weil so bin ich eigentlich auch durch alles durchgekommen am Schluss. Zum Beispiel kannst du im Fachverein mitmachen und dort an den Events und an den Exkursionen, die planen, teilnehmen, weil die passen immer super in den Stundenplan. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, auch im ASVZ, also im Sport von der ETH, mitzumachen und dort verschiedene Sportarten auszuprobieren oder allgemein im Hobby, das du schon jetzt machst, weiter zu verfolgen. Das ist alles möglich und auch sehr wichtig, neben dem Studium eigentlich so etwas weiterzuführen. Das ist sehr eine offene Frage, weil es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich habe während dem Studium immer wieder neue Sachen entdeckt, die man als Erdwissenschaftler oder Erd- und Klimawissenschaftler am Schluss machen kann. Zum einen ist natürlich das Klassische, was man vielleicht kennt von dem Studium, ist der Geologe in einem Geologiebüro. Aber es gibt eben noch sehr viel mehr. Man kann zum Beispiel Lehrerin sein. Man kann zum Beispiel auf dem Meteodach das Wetter moderieren. Man kann aber auch bei Baugrunduntersuchungen dabei sein. Beim Recycling ist man immer mal wieder zu finden. Oder auch bei der Versicherung und der Rückversicherung. Also wie ihr seht, ist es sehr, sehr vielseitig. Am besten hat mir der familiäre Umgang zwischen den Dozierenden und den Studierenden gefallen. Man hat wirklich mit jeder Frage zu den Dozenten gehen und die haben sich wirklich Zeit genommen, um die Fragen zu beantworten. Was ich auch sehr toll gefunden habe, sind die Feldkurse, wie man an Orte herkommt, wo man als Tourist eigentlich so nicht herkommt. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, es war wirklich für mich das perfekte Studium, weil es einfach so vielseitig ist und man eigentlich für jeden etwas findet. Falls noch Fragen oder Unklarheiten sind, melde dich doch einfach unter der eingeblendeten Mailadresse. Wir werden deine Fragen sehr gerne beantworten. Und bis dann, viel Erfolg und alles Gute bei deiner Studienwahl.